Im Alltag von Affen spielt die Futtersuche eine überlebenswichtige Rolle für jedes einzelne Tier. Und dieses zentrale Verhalten machen wir uns zunutze, um verschiedene Fragestellungen zu untersuchen. Wir untersuchen Lemuren in ihrem natürlichen Lebensraum in Madagaskar. Dort ist Nahrung teilweise nur saisonal verfügbar, es ist räumlich verteilt und manche Nahrung kann halt auch nur in einem bestimmten Reifegrad verzehrt werden. Das müssen Tiere natürlich alles lernen. Das können sie einerseits individuell lernen, aber andererseits gerade Tiere, die in Gruppen leben, können das theoretisch auch sozial von anderen Gruppenmitgliedern lernen. We have experimental boxes which can be opened in three different techniques, and I can manipulate these boxes with remote control. For example, I can block or open this lifting technique or pushing or sliding technique with my remote control. Die automatischen Futterboxen mit unterschiedlichen Öffnungsmechanismen ermöglichen es, den Tieren eine bestimmte Methode beizubringen, wie zum Beispiel das Aufschieben oder Aufklappen des Deckels, um an Futter zu gelangen. Wenn wir die erlernte Methode dann für ein Tier mit einer Fernbedienung blockieren und das Tier eine andere Methode lernen lassen, können wir untersuchen, ob andere Tiere versuchen, sich diese Methode abzuschauen und damit sozial lernen. So können wir untersuchen, ob Tiere, die kompetenter sind, auch bessere Sozialbeziehungen haben. Und das messen wir, indem wir untersuchen, ob diese Tiere von anderen häufiger gegroomt werden, also ob bei ihnen häufiger Fellpflege betrieben wird. An unserer Feldstation Cimenti im Senegal führen wir Langzeituntersuchungen an freilebenden Guinea-Pavianen durch. In dieser Studie haben wir untersucht, ob die Tiere ein Gruppenmitglied für besonders kompetent halten. Dazu haben wir eine spezielle Apparatur gebaut, einen Futterautomaten, den nur ein Tier bedienen kann. Das kontrollieren wir mit einer Fernbedienung. Das Männchen muss einen Hebel ziehen und dann kommen Erdnüsse raus und beim 10. Mal kommen richtig viele Erdnüsse an allen Seiten raus, sodass alle auch etwas davon haben. Und die Frage war nun, ob sich die Sozialbeziehungen zu diesem Männchen verändern, ob es beliebter wird in der Gruppe. Wie die Kollegen in Madagaskar führen auch wir genau Buch darüber, welche Tiere sich gegenseitig das Fell pflegen. Das ist für uns das Maß dafür, wie die Beziehungsqualität ist. Und was wir in dieser Studie gefunden haben, war, dass die Weibchen, die zu dem Spezialisten gehören, ihr Verhalten deutlich verändert haben. Sie haben angefangen, ihn sehr viel mehr zu groomen und ihn auch gegen andere zu verteidigen. Das ist ein Hinweis darauf, dass das Männchen für sie wertvoller geworden ist. In den letzten Jahren sehen wir immer deutlicher, wie Labor- und Feldforschung voneinander profitieren können. In den Neurowissenschaften haben wir ein sehr gutes Verständnis von den neuronalen Grundlagen des Verhaltens. Auch haben wir sehr viel Erfahrung drin, Versuchsaufbauten zu entwickeln, mit denen wir sehr spezifische kognitive Fähigkeiten testen können. Anders als in der Feldforschung haben wir aber dabei immer nur einzelne Tiere untersucht und das in Situationen, in denen sie hoch eingeübte Aufgaben durchgeführt haben. Inzwischen haben wir begonnen, Versuchsaufbauten und sich ergänzende Studien gemeinsam zu entwickeln. Damit können wir gegenseitig von unseren Erfahrungen profitieren. Wir haben eine neue Versuchsanordnung gebaut, die wir Exploration Room nennen. Hier können wir sogar mit mehreren Tieren gleichzeitig arbeiten. Durch drahtlose Signalübertragung messen wir die Gehirnaktivität der Tiere, während sie sich frei durch den Raum bewegen oder unsere Versuchsapparaturen bedienen. Uns interessiert insbesondere, wie sich die Tiere gegenseitig in ihren Entscheidungen beeinflussen. Und wie verarbeitet das Gehirn diese Information? Und welchen Einfluss hat diese Information am Ende für das Verhalten des Tieres? Unsere neuesten Untersuchungen deuten darauf hin, dass wenn ein Tier hier im Exploration Room eine Entscheidung während einer natürlichen Bewegung trifft, Gehirnareale eine andere Aufgabenteilung übernehmen
als wenn eine entsprechende Entscheidung in einem traditionellen Versuchsaufbau getroffen wird. Daran sehen wir, um komplexe Entscheidungen in natürlichen Situationen verstehen zu können, müssen wir entsprechend komplexe Versuchsanordnungen haben. Diese Entwicklungen und die enge Zusammenarbeit über die Fachgrenzen hinweg ermöglichen uns ein besseres Verständnis von Entscheidungen, von Lernen, von Handlungsplanung. Das ist die Voraussetzung für ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise des Gehirns.